Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal wieder ein XXL-Rezept und zwar backen wir heute einen riesengroßen Doppelkeks. Als erstes benötigen wir dafür einen Mürbeteig, also 350 Gramm Mehl, 200 Gramm Puderzucker, 225 Gramm kalte Butter, 50 Gramm Speisestärke, ein Ei, ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz in eine große Rührschüssel geben und alles mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Wenn das erledigt ist, den Teig in einen Bogen Frischhaltefolie wickeln und anschließend für etwa eine Stunde in den Kühlschrank legen. Nach einer Stunde den Teig wieder aus dem Kühlschrank holen, einmal halbieren und jede Teighälfte danach zwischen zwei Bögen Backpapier einschlagen und mit einem Nudelholz möglichst rund auf die Größe eines kleinen Tellers ausrollen. Anschließend können wir den ersten Keks ausstechen. Dafür benutze ich einen Tortenring mit 20 cm Durchmesser. Wenn das erledigt ist, kümmern wir uns um die Modellierung. Als erstes mit einem Messerrücken rundherum kleine Kerben in den ausgestochenen Keks drücken. Danach habe ich das Muster bzw. Logo vom Keks auf ein Backpapier abgezeichnet. Das Backpapier mit gleichmäßigem Abstand zum Rand auf dem Keks platzieren und danach alle Punkte und Striche, so gut es geht, mit einem Zahnstocher auf den Keks prickeln. Anschließend das Backpapier abziehen. So sollte der Keks dann aussehen. Jetzt die Punkte am Rand mit einem Essstäbchen ein wenig vergrößern und zum Schluss noch mit einem Messer den Kopf des Prinzen nachzeichnen. Das Ganze jetzt für den zweiten Keks wiederholen und dann kommen die beiden Kekse in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Ober-Unterhitze für 30 bis 35 Minuten, bis die Kekse eine goldbraune Farbe angenommen haben. Die fertigen Kekse anschließend aus dem Ofen holen, auf einem Gitter komplett abkühlen lassen und währenddessen kümmern wir uns um die Füllung. Dafür 400 Gramm Vollmilch sowie 100 Gramm Zartbitterschokolade und 150 Milliliter Sahne in einen kleinen Topf geben, bei niedriger Hitze erwärmen, unter ständigem Rühren zum Schmelzen bringen und dann vom Herd ziehen und leicht abkühlen lassen. Als nächstes bauen wir den Doppelkeks zusammen, dafür einen der Kekse auf ein Brettchen legen, dann einen Tortenring mit 18 cm Durchmesser auf dem Keks platzieren, zusätzlich einen dünnen Bogen Backpapier in den Tortenring setzen und jetzt die geschmolzene Schokofüllung hineingießen. Alles für circa eine Stunde stehen lassen, damit sich die Schokoschicht etwas festigen kann. Dann den Tortenring wieder entfernen, außerdem das Backpapier abziehen und zum Schluss den zweiten Keks vorsichtig auf der Schokoschicht andrücken. Den Doppelkeks jetzt komplett aushärten lassen. So sieht er dann aus. Hier ein paar Originalkekse aus der Mini-Prinzenrolle daneben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.